Am nächsten Morgen überwältigte mich der Himmel. So endlos weit, so blau. Frank und ich hielten uns an den Händen und gingen durch den Sand. Betonierte Fußwege gab es noch nicht zum Frühstücken in die Kantine. Es war ein riesengroßer Raum, der mich stark an die Wartehalle eines Bahnhofs erinnerte. Die Wände waren ringsum mit einer Fototapete beklebt. Ein deutscher Herbstwald. Eichen und Buchen im Orient. Auf den Tischen standen Salztabletten für den Wasserverlust beim Arbeiten in der sengenden Hitze. Es waren nur ein paar Männer anwesend. Die meisten waren schon zur Baustelle gefahren. Es gab weißes Brot und Marmelade aus Deutschland. Obwohl noch sehr früh am Morgen war es schon sehr heiß. Der Sand glitzerte im Sonnenlicht. Die Fertighäuser waren durchnummeriert. Eine kleine Stadt, Haus neben Haus. Jedes Haus hatte eine Veranda mit Fliegengitter. Darauf standen Gartenmöbel. Es gab nur wenig Farbe, nichts Grünes, nur der Himmel und der Sand. Dazwischen die weißen Häuser, eins wie das andere. Weit in der Ferne glitzerte das Meer. Frank hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt und so konnten wir am Nachmittag in unser Haus einziehen. Kater Leo beschnupperte alle Räume und lief dann raus und wälzte sich wieder im Sand. Es gefiel ihm sehr hier. Unser Haus hatte 3 Zimmer, eine komplett eingerichtete Küche mit einem riesigen Kühlschrank und einem gefliesten Bad mit Dusche. In jedem Raum gab es eine Klimaanlage, die einen höllischen Lärm verursachte. Ich musste mich erst einmal daran gewöhnen, mit dem Brummen einzuschlafen. Aber es dauerte nicht lange, bis ich das Geräusch der Aircondition gar nicht mehr hörte. Die Böden waren übrigens mit PVC ausgelegt. Das Wohnzimmer war sehr groß, daran standen um einen niedrigen Couchtisch 3 Sessel, die mit grün-weiß kariertem Stoff bezogen waren. Bisschen gewöhnungsbedürftig. Außerdem gab es noch einen großen Esstisch mit 6 Stühlen und ein Sideboard mit Schubladen. Als ich gegen Abend die grünen, zu den Polstermöbel passenden Vorhänge aufhängte, fühlte ich mich schon ein bisschen zu Hause. Frank verschwand mit einmal in der Dunkelheit und kehrte mit einer Flasche Gin zurück. Ich war total überrascht, denn ich dachte, in Saudi-Arabien gibt es keinen Alkohol. Doch Frank erklärte mir, dass der mit LKWs ins Land geschmuggelt wird meistens, aber dass er sehr, sehr teuer ist. Der Gin reichte nicht lange, denn ein Nachbar kam zu Besuch, der eine Menge vertrug. In den folgenden Tagen räumte ich meine Koffer aus. Aber ich musste zu meiner großen Bedauern feststellen, dass alles, was ich an Bekleidung eingepackt hatte, völlig unpassend für das Klima war. Die Garderobe, die ich mitgebracht hatte, war zu dick und unpraktisch. Außer mir waren erst eine Handvoll Frauen im Camp. Allerdings begleiteten die schon seit Jahren ihre Männer in die unterschiedlichsten Länder und die wussten genau, welche Sitten und Gebräuche in so einer Ausländerkolonie herrschte. Ich wusste gar nichts und fühlte mich unerfahren und fremd. Aber es dauerte nicht lange, bis ich meinen Arbeitsvertrag bei der Bauleitung unterschrieben hatte und da fühlte ich mich ein bisschen sicherer. An jedem Morgen, den ich in meinem neuen Zuhause aufwachte, begrüßte mich das blasse Blau des Himmels. Und vom Küchenfenster aus konnte ich sogar das Meer sehen. Nach und nach lernte ich die Frauen kennen. Zu meiner Überraschung trugen sie keine legere Kleidung, sondern waren alle wie aus dem Ei gepellt. Braun gebrannt, dazu Schuhe, Kleid und Schmuck aufeinander abgestimmt. Sie wirkten auf mich wie Urlauberinnen. Zu meinem großen Kummer gehörten Kaffeekränzchen, auch zur Tradition eines Camplebens. Das war so überhaupt nicht meins. Ich war jung verheiratet, konnte leidlich kochen, aber ich hatte noch nie einen Kuchen gebacken, das hatte Mutti immer gemacht. Bei meinem ersten Besuch zu solch einem Kaffeekränzchen kam ich mir gegenüber den Frauen wie ein Spatz in einem Käfig voller Paradiesvögel vor. Meine erste Kaffeeeinladung kam von Frau Oskar. Sie war die Frau des kaufmännischen Bauleiters. Schöne Frau mit glatten dunkelblonden Haaren und großen braunen Augen. Sie hatte 2 kleine Kinder, die bald zu mir in den Kindergarten gehen sollten. Ihre Veranda war verglast und die Frauen saßen schick angezogen, alles farblich abgestimmt und musterten mich neugierig, als ich hereinkam. Auf einem Tisch standen Torten wie aus der feinsten Konditorei, reine Kunstwerke. Sogar eine Schüssel mit Schlagsahne. Und ich bekam erklärt, dass man das aus Butter und Milch macht und dass ich das auch noch lernen würde. Später gab es Erdbeerbowle aus selbstgemachtem Wein. Und dazu servierte Frau Oskar Lachs mit Sahne-Meerrettich. Ich war wie erschlagen. Ich hatte mir das irgendwie alles ganz anders vorgestellt. Frau Oskar hatte auch ihre Wohnung
ganz wunderbar eingerichtet. Es gab andere Vorhänge, die karierte Polstergruppe war mit einem hellen Leinenstoff überzogen und an den Wänden hingen Bilder und Kupferteller. Wertvolle Teppiche schmückten den Boden. Ich hatte nichts davon in meinen Seekisten, denn ich hatte ja nicht vorgehabt, in Saudi-Arabien ein deutsches Wohnzimmer einzurichten. Hallo meine Lieben, ich hoffe, euch gefällt meine Geschichte. Also fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Dankeschön. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.